Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir werden heute den Beta-Server betreten, wo jetzt ja nun die zwei neuen Klassen drauf getestet werden. Einmal der Demon Hunter und einmal der Druide. Der Dämonenjäger war in der Vergangenheit zu stark gewesen und der Druide war eindeutig zu schwach gewesen. Und beide haben jetzt gewisse Anpassungen erfahren, die jetzt auf dem neuesten Beta-Server getestet werden. Ich persönlich wollte ja ursprünglich eigentlich den Dämonenjäger testen auf dem Beta-Server. Allerdings habe ich mich dann jetzt doch dagegen entschieden. Und zwar aufgrund des frühen Feedbacks der Community, was es momentan gerade gibt. Der Beta-Server ist jetzt ein paar Stunden offen. Und ich hatte mir schon so die ersten Kommentare dazu durchgelesen gehabt. Und der Druide soll jetzt deutlich stärker sein. Man kann schon fast davon sagen, dass er jetzt overpowered ist. Also er wurde von der schwächsten Klasse, die es gibt, zur stärksten Klasse, die es gibt, momentan gerade auf dem Beta-Server. Aber dazu ist er ja auch da, dass dort getestet wird. Und ich wollte eigentlich den Dämonenjäger spielen, weil ich mich halt mit der Klasse ein bisschen besser auskenne. Ich habe sie öfter schon in der Vergangenheit gespielt. Mir gefällt sie auch sehr gut. Und den Druiden, den habe ich damals einmal kurz getestet, als die Klasse rausgekommen ist. Habe sie dann bis Stufe, 200 oder irgendwie so gezockt und danach komplett liegen lassen und auch nicht mehr angefasst, weil mich die Klasse an sich jetzt nicht so interessiert hat. Druide und Bade, das sind so die zwei Klassen, die mich am wenigsten irgendwie jucken in dem Game. Und deswegen kann ich auch nicht so viel zum Druiden tatsächlich sagen, beziehungsweise halt euch direktes Feedback auch geben, wie sich das jetzt nun wie sich die Veränderungen anfühlen, weil ich gar keine Berührungspunkte mit der Klasse an sich habe. Aber dadurch, dass jetzt halt eben dieses Feedback von der Community kam, wollte ich jetzt trotzdem den Druiden mal zocken, um einfach mal zu gucken, wie der sich jetzt so hat in der Ehrenhalle, beziehungsweise einfach mal zu schauen, wie sich die Klasse verhält. Beim Dämonenjäger habe ich jetzt noch nicht so viel gehört. Die Änderungen sind dort auch eher simpel. Da wurden halt Prozentchancen von der Wiederbelebung halt angepasst und beim Druiden ist es halt ein bisschen komplexer, sag ich mal, was das Balancing angeht. Und hier sind auch meine alten Beta-Accounts, die alle sehr kreative Namen haben, sag ich mal so, wie es ist. Ne? Und ich hatte einen Zugangscode bekommen von Playa Games, wo ich dann quasi mit euch dann zusammen hier das Ganze mal testen kann und euch zeigen kann. Ansonsten waren ja 500 Codes zur Verfügung gestellt worden von Playa Games. Die sind aber auch allerdings in Windeseile vergeben worden, beziehungsweise die Plätze sind dort relativ schnell aufgebraucht und deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir hier auf jeden Fall auch einen Code haben. An sich haben wir jetzt hier den Druiden. Wie gesagt, wir befinden uns auf dem Beta-Server. Das sind hier alles Sachen, womit man halt hier mit der Klasse halt eben rumprobieren und testen kann. Und im Prinzip, wie gesagt, kann ich euch jetzt so im Detail jetzt nicht großartig was zu der Klasse sagen. Da müsste man dann vielleicht das gesammelte Feedback nach den Anpassungen dann nochmal zeigen, beziehungsweise kann ich da vielleicht was raussuchen, ob es da irgendwo dann was gibt, dass es dann quasi einen Vor- und Nachher-Vergleich gibt. Vielleicht wird sowas erstellt und dann kann man das natürlich dann halt eben auch zeigen. Auf jeden Fall ziemlich interessant das Ganze hier, wie wir mit der Klasse jetzt verfahren. Jetzt muss ich mal gucken, das ist ja jetzt hier nicht die Kompakt-Ansicht, da muss man erstmal jetzt ein bisschen reinschauen. Der Beta-Server, für die sich wundern, findet natürlich auf F9 statt, beziehungsweise wird halt eben von dort die Ehrenhalle kopiert und auf den Beta-Server übertragen. Der Beta-Server ist jetzt nicht in dem Sinne F9. F9 ist ja quasi nur der Test-Server sozusagen und der Vorreiter für bestehende Events und so weiter und so fort. Und wir haben jetzt hier wie immer eigentlich zwei Waffen, die wir hier zur Verfügung haben und einmal eine PvP-Waffe, einmal eine PvE-Waffe, eben anhand gemessen der Spanne, die sich hier auf der Waffe befindet.
Und ja, ich würde mal, weil ich auch schon ein Bild bekommen habe von einem Zuschauer, der mich hier auch schon angegriffen hatte, würde ich ganz gerne mal mich selbst auch einfach mal angreifen. Wir sind natürlich deutlich, deutlich stärker hier als, also ich bin stärker als ich, also ne, mein Main ist hier stärker natürlich als der Druide, das ist ganz klar, aber ich hatte auch schon ein Bild bekommen, halt wie gesagt, wo ja auch mir das jemand geschickt hatte und das kann ich mal ganz kurz öffnen, ja, und da hat er quasi mit einem ähnlichen Char wie ich hier habe, ohne großartig irgendwas hier verbessert zu haben, mich quasi schon fast besiegen können. Und wenn ihr euch mal hier die Stat-Punkte vergleicht, dann seht ihr, dass eigentlich wirklich fast, dass eigentlich gar keiner auf dem Niveau irgendwie eine Chance gegen mich haben sollte. Ja, trotzdem ist es da jetzt eben in dem Falle so gewesen, dass, ja, dass es der Fall ist. Und ja, das hängt natürlich dann. Oha, okay, gut. Ich meine, wenn ich hier weggekrittet werde, dann bringt das natürlich auch nicht viel. Okay, gut, lassen wir das sein. Gehen wir mal einfach testensweise mal in die. Erstmal finden, wo wir hin müssen. In die Dungeons rein. Ja, wir nehmen mal hier vielleicht einen etwas schwierigeren Gegner. Und okay, gut. Das kann man jetzt natürlich auch nicht vergleichen hier. Alter, aber was war das für... Ich meine, das sind natürlich jetzt Dungeon-Gegner. Wie gesagt, das ist jetzt kein Sinnbild für irgendwelche für irgendwelche Veränderungen oder so. Das ist natürlich ein komplett schwacher Dungeon-Gegner gewesen. Post. Ich muss mich hier zurechtfinden. Genau. Ja, und falls ihr auf dem Beta-Server spielt und mich angreifen solltet, ich sehe davon jetzt auch nichts irgendwie in der Post oder so, weil der Zuschauer mir auch geschrieben hatte, du siehst das bestimmt in der Post, wenn ich dich angegriffen habe. Nee, das stimmt nicht, weil das natürlich ein komplett anderes, was komplett anderes ist hier, der Beta-Server und der Live-Server, auf dem ich halt eben so mein Unwesen treibe. Wir verkaufen mal einfach alles hier, was wir haben. So, und ja, ich weiß nicht, vielleicht machen wir ein paar Plätze noch hinzu. Das ist auch sehr interessant ausgebaut hier irgendwie alles auf dem Beta-Server. Wir haben auch eine 40er Mine hier. Das ist auf jeden Fall so ausgebaut, als würde man es, ja, als würde man Teilschutztaktik betreiben hier. Allerdings ist halt sowas wie die Treasury halt so überhaupt gar nicht irgendwie ausgebaut. Ja, was halt eben auch... Und, na gut, ich sehe auch gerade die Pilze, es kostet auch ziemlich viele Pilze, weil das Arbeiterquartier auch so gar nicht ausgebaut ist so. Deswegen sind die Kosten hier auch ziemlich hoch. Ja, jetzt haben wir mal ein paar Plätze mehr und knallen einfach mal ein paar Dungeons durch, beziehungsweise vielleicht gehen wir auch in die Schattenwelt rein. Ja, kämpfen wir mal gegen Hades hier, mal gucken, wie es da so aussieht. Ja, dann brauchen wir uns jetzt nicht durch die Lichtwelt hier jetzt so durchkrakehlen. Ich hatte auch gelesen gehabt, dass jetzt der Druide tatsächlich mehr den Nekromant ähneln soll als, ja, als vorher. Das liegt wahrscheinlich dann halt eben daran, dass der Druide auch bestimmte Angriffsmöglichkeiten hat und wenn diese halt eben ja, procken, sag ich mal, dann ja, sieht es dann vielleicht auch gar nicht so verkehrt aus mit den Gewinnchancen. Ja, deswegen ja, bin ich mal sehr gespannt. Also vor allen Dingen an alle Druiden unter euch, die die Chance hatten, ja, auf dem Beta-Server zu spielen. Würde mich sehr interessieren. Schreibt mir mal sehr gerne in die Kommentare, was jetzt den Druiden so OP machen soll. So wie ich das jetzt bisher auch so mitbekommen habe, wie jetzt aufgrund des Feedbacks halt eben ja, gegeben. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich würde tatsächlich noch ein paar Tries irgendwie gegen mich persönlich nochmal in der Ehrenhalle irgendwie machen, weil mich das schon echt verwundert hat, dass ja, ein doch so schwacher Account, wir machen mal ein paar Tries und gucken mal, denn falls wir einen dabei haben, der ein bisschen mehr reingekrittet hat. Ja, also, oh, jetzt habe ich gerade den Faden verloren hier.
Ja, es würde mich auf jeden Fall schon interessieren, wie ihr das Ganze jetzt seht mit dem Druiden. Ich weiß nicht, ob es dann auch solche Auswirkungen haben wird in Zukunft, dass der Druide eventuell ein bisschen öfter gespielt wird. Irgendwie hakt das jetzt hier gerade so ein bisschen, beziehungsweise ist nicht ganz so flüssig. Warte mal, wir versuchen mal noch, wenn wir schon dabei sind, dann machen wir auch mal noch hier ein paar Verzauberungen zumindest. Haben wir alles verzaubert, eigentlich? Sieht so aus, ne? Oder ist es halt alles not been unlocked yet? Ach so, ach okay, das ist noch gar nicht freigeschaltet. Also können wir hier gar nicht die Verzauberung tatsächlich nutzen, so wie es aussieht. Ja, wie gesagt, es ist auf jeden Fall wichtig, dass hier so balance-technisch was passiert. Okay, der war krass. Ach, wir können uns die Tries nicht mal speichern. Ach Mensch. Das ist schade. Ich hätte mir nämlich sehr gerne angeguckt, was jetzt hier nämlich so einen heftigen Damage gemacht hat. Aber wie gesagt, ich finde es schon ziemlich erstaunlich, dass der Druide überhaupt in der Lage ist, ihr habt es ja im Screenshot gesehen, so viel Damage überhaupt rauszuhauen. Ne? Also die Klasse scheint mir jetzt auch ziemlich random zu sein. Die war wahrscheinlich vorher schon vielleicht nicht so zuverlässig, sag ich mal, beziehungsweise vergleichbar. Das ist schon ein krasser Schaden, ne? Vergleichbar mit einem Nekromanten jetzt irgendwie so ein Stück weit. Ja, allerdings, ja, weiß ich nicht, in welchem Ausmaße das hier jetzt passieren wird, wenn jetzt hier eben diese Klasse den Buff erhält. Es freut mich natürlich auf jeden Fall für alle Druiden, dass da jetzt endlich was passiert und dass da jetzt endlich auch dran gearbeitet wird. Es ist ja auch schon lange in der Community zumindest die Rede davon, dass die Klasse halt einen Buff benötigt. Jetzt ist halt der Zwischenstand, dass sie wahrscheinlich ein bisschen zu stark ist. Vielleicht wird da dann noch ein bisschen was reduziert. Und ja, wenn wir dann nachher ein Endergebnis haben, dann werde ich euch da dann auch berichten, was sich da jetzt nun genau geändert hat und welche Auswirkungen das im Vergleich zu davor hat. Dass es halt auch noch irgendwo alles so ein bisschen im Einklang ist, sag ich mal. Ne? Ja, genau, so sieht es erstmal aus. Wie gesagt, eure Meinung würde mich dazu sehr interessieren. Es tut mir natürlich leid, dass ich da jetzt nicht so ein fundiertes Feedback euch geben kann, weil ich halt wirklich sonst mit der Klasse halt, ja, wirklich gar nichts zu tun habe, irgendwie großartig. Aber ja, ich hoffe natürlich, dass sich da alle Druiden freuen und vielleicht findet die Klasse dann in Zukunft ein bisschen mehr Anklang, weil bei den letzten Server-Starts hatte sie wirklich nur so eine Playerbase von 3% oder so irgendwie, wenn man so ein bisschen in die Server-Statistiken geschaut hat. Da haben sich halt Leute eher für andere Klassen entschieden. Ne? Ob das anhand der Schwäche liegt, wage ich wirklich zu bezweifeln, muss ich sagen, sondern die Klassen an sich sind ja unterschiedlich auch beliebt oder mehr oder weniger beliebt. Zum Beispiel ist der Nekromant halt eben in anderen Games auch eine sehr gern gespielte Klasse. Klar, der Druide wahrscheinlich auch, aber ich gehe nicht von aus, dass halt eben die Massen wissen, dass der Druide vielleicht zu schwach ist. Das wissen wahrscheinlich dann doch eher die Leute, die sich mit dem Game wirklich auch sehr krass auseinandersetzen. Die wissen, dass die Klasse zu schwach ist, aber ansonsten der Mainstream, denke ich mal, weiß das nicht und würde sich dann halt eben auch nicht gegen diese Klasse entscheiden. Deswegen gehe ich mal von aus, selbst wenn der Druide jetzt stärker wird, dass jetzt nicht unbedingt so krass die Spieleranzahl von den Druiden wachsen wird in Zukunft. Ich denke mal, es wird einen kleinen Increase geben. Wenn die Klasse jetzt nun die stärkste Klasse wird und man die bei Serverstarts in den Ehrenhallen auf den ersten Rängen massig sieht, dann wird das wahrscheinlich auch so einen kleinen Schneeballeffekt haben, dass dann Leute sehen, boah, die spielen alle den Druiden, der muss ja mega broken sein, komm, dann spiele ich den mal selbst und dann könnte der Stein so ein bisschen ins Rollen kommen. Das könnte ich mir vorstellen, aber ansonsten ja, muss man halt eben abwarten, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Und ja, ich bin sehr gespannt auf jeden Fall, wie das noch weitergeht und ob noch weitere Anpassungen jetzt innerhalb der Beta passieren werden. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden soweit. Ja, das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.